Hallo Leute, ich habe heute beim Einkaufen diesen wunderschönen Blumenkohlkopf entdeckt und daraus mache ich mir heute ein paar Blumenkohltaler. Und zwar brauche ich dafür erstmal nur die Hälfte, denn so viele Leute kommen heute nicht zum Essen. Halbieren einmal. Und bei dem anderen schneide ich gerade grob den Strunk raus. So, gut. Dann habe ich mir hinten schon mal eine Pfanne aufgestellt. Auf 3/4 der Hitze lasse ich die erstmal warm werden. Und hier stehen schon mal Kartoffeln, und zwar mehlig kochende Kartoffeln. Die habe ich mir schon mal angestellt, dann geht es nachher schneller. So, den Blumenkohl werde ich mir jetzt in grobe Stücke schneiden. Bei dem Schneiden geht es jetzt darum, weil ich den nachher in der Pfanne gare, dass der auch überall schön gleichmäßig gart. Ihr könnt den aber genauso gut auch dämpfen. Dann könnt ihr euch den Schritt sparen, beziehungsweise dann einfach in Stücke schneiden, wie gewohnt. Und dann im Dämpfer einfach abdämpfen. Oder in Wasser blanchieren, das geht natürlich auch. Aber ich werde mir heute in der Pfanne dünsten. Ich habe jetzt 500 Gramm Blumenkohl und 500 Gramm Kartoffeln und das gibt dann so für mich die optimale Mischung. Die Pfanne ist jetzt auch soweit warm. Da kommt jetzt mal die Butter rein. Und da kommt jetzt der Blumenkohl eben rein. So. Dann noch ein bisschen würzen, etwas salzen und ein bisschen Pfeffer. Ich gebe jetzt noch kein Wasser dazu. Ich lasse ihn jetzt erstmal so in der geschlossenen Pfanne vor sich hin dünsten und ab und zu mal gucken und durchschwenken, ob er denn schon, ob er anbrät. Dann eventuell ein bisschen Wasser dazu gießen. Aber ich möchte eben erreichen, dass nachher nur noch der Blumenkohl gegart in der Pfanne ist, ohne großartig Flüssigkeit, denn die müsste ich nachher wieder binden. Deswegen möglichst trocken garen. Den Blumenkohl zwischendurch immer wieder ein bisschen durchschwenken. Ja, und dann Deckel wieder drauf. Im Moment ist noch genug Feuchtigkeit von dem Blumenkohl selber eben in der Pfanne und genau so soll es auch sein. So. Also mein Blumenkohl ist jetzt weich gegart. Ich lasse den jetzt auch in der Pfanne noch ein bisschen drin, schalte die Hitze aus und lasse die Restfeuchtigkeit eben noch verdampfen, dass er eben nachher möglichst trocken ist. Der Blumenkohl ist jetzt auch noch nicht so richtig weich, wie man ihn manchmal kennt, sondern er hat schon noch ein bisschen Biss, denn er wird ja nachher nochmal gegart und wenn ich den jetzt zu weich gar, habe ich nachher ein Püree und das möchte ich auch nicht. So, meine Kartoffeln sind jetzt auch endlich weich. Die gieße ich schon mal ab. Und jetzt lasse ich sie ohne Deckel noch kurz auf der heißen Herdplatte stehen. Herd aus. Und da können die jetzt noch ein bisschen ausdampfen. Nachdem die dann ein bisschen ausgedampft sind, presse ich mir die durch meine Kartoffelpresse. Da kommt jetzt auch mein Blumenkohl dazu. Je nachdem, wie würzig eure Masse ist, noch ein bisschen nachwürzen. Ich brauche noch ein klein wenig. So, noch etwas Pfeffern. Und noch ein bisschen Muskatnuss. Dann habe ich noch ein Ei. Und noch etwas Bergkäse, den reibe ich mir auch noch mit rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr da zum Beispiel auch Lauchzwiebeln mit reinmachen oder Kräuter aller Art, je nachdem, was euch schmeckt. Also da könnt ihr sehr kreativ sein. Ihr könnt auch Tomatenwürfel mit reinmachen und die mit rausbacken. Also je nachdem, was euch schmeckt, könnt ihr da gut mit reinmachen. Das ist mehr so jetzt das Grundrezept für diese Blumenkohltaler, aber die könnt ihr gerne nach eigenem Geschmack beliebig verfeinern. Ihr könnt mir ja unten in die Kommentare mal reinschreiben, was ihr euch da noch mit dran machen möchtet. So, dann haben wir den Reibkäse oder geriebenen Käse. Ich habe jetzt Bergkäse, aber auch da könnt ihr flexibel sein. Ihr könnt auch einen Emmentaler mit reinmachen oder je nachdem, was euch schmeckt. Seid kreativ. Und für alle mit einer Glutenunverträglichkeit, die können das auch sehr gut essen, denn ich brauche für die Masse kein Mehl. Die Bindung übernehmen bei mir die Kartoffeln. Und so habe ich hier jetzt wunderbare glutenfreie Blumenkohltaler, die ihr sehr gut eben auch Allergikern geben könnt. Und damit ist meine Grundmasse schon mal fertig und die kann ich mir jetzt in der Pfanne ausbacken. Zum Ausbacken habe ich jetzt hier Butterschmalz. Gebe ich schon mal in meinen Topf. Und dann die Hände leicht anfeuchten und dann könnt ihr wunderbare Taler draus formen.
Weil im Prinzip sehen die dann schon aus wie so Frikadellen, aber halt vegetarisch. Ich habe es jetzt bei mittlerer Hitze für ungefähr 4-5 Minuten anbraten lassen. So, jetzt einmal umdrehen. So, und jetzt lasse ich sie von der anderen Seite auch noch anbraten. Meine Bratlinge sind gleich schon fertig. Bei mir gibt es heute Feldsalat dazu. Dafür habe ich noch ein bisschen Kartoffeldressing gemacht. So. Und die Bratlinge. So. Wenn ihr die Bratlinge ein bisschen kleiner macht, dann könnt ihr die wunderbar auch als Vorspeise verwenden. So wäre es jetzt ein vegetarischer Hauptgang. Und dazu jetzt noch eine Sauce Hollandaise. Wow, traumhaft, ich verspreche es euch. So, damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen.